Jetzt kann man sagen, es ist mittlerweile endlich Sommer oder ja. Es hat jetzt nach dem Aufstehen schon 25 Grad im Dachzelt gehabt. Draußen ist es nicht kälter. Draußen ist es nicht viel kälter, nein. Man kann barfuß gehen mit T-Shirt. Schon schön. Also man kennt ja diesen großflächigen Bewuchs von Felsen am Meer, der so ein bisschen so aussieht wie Plastikblumen. Wir waren jetzt schon viel am Meer und haben das halt schon oft gesehen, aber noch nie blühend. Und die Blumen sind so unglaublich schön, dass die Natur sowas machen kann. Das ist wirklich beeindruckend. I take my glasses off when I see a beautiful thing. I see it better, see it better, see it better. Just because I'm different skin, do you think I matter? Do you think at all? Do you feel angry if I do something or say something? I wonder which one's which. Wir haben gerade in der wundervollen Küche Schnitzel vorbereitet. Und Dani steht jetzt am Herd und bereitet die Schnitzel vor. Klaus hat schon 2 Salate gemacht, die ganz toll sind. Und ja, jetzt fehlen nur noch die Schnitzel. Christian will jetzt auch ein bisschen mit dem Defender fahren und dann werden wir uns weiter auf den Weg machen Richtung Catania, weil wir dort das Campinggas kaufen müssen und heute oder morgen zum Ätna, weil wir den auch unbedingt sehen wollen. Ich glaube, das ist ganz cool dort. Jetzt leuchten gleich alle Lampen auf. Ja, genau. Also du schaltest einfach wie ein normales Getriebe weg, ganz da vorne. Ganz da vorne, ja. Und das, die Zahnräder spießen sich aber, es ist kein Synchronring. Okay. Das heißt, du musst in den ersten Gang gehen zum Beispiel und dann ein bisschen einkuppeln, bis das jetzt genau, jetzt ist okay, jetzt ist es drinnen. Jetzt können wir wieder tauschen. Wisst ihr, wie langsam das ist und wie viel Grad? Ich bin jetzt auch mal kurz eine Runde gefahren. Das gefällt dir besser? Ja. Schon bitte schön. Natürlich. Wenn ich da wieder so das Armaturenbrett anschaue, das ist so schön. Ich mag das so sehr. Dani in seinem Lieblingselement. Autoböden. Wir haben uns jetzt verabschiedet, ein bisschen schweren Herzens. Wir sind noch ein bisschen da geblieben, weil wir keine Speicherkarte mehr frei haben, weil wir so viel gefilmt haben, dass wir jetzt erst wieder mal schneiden müssen. Und ja, machen jetzt ein paar Schneidestunden. When you
wir sind nämlich jetzt auf der Autobahn bis Catania gefahren, das ist die zweitgrößte Stadt in Sizilien. Da haben sie einen Decathlon, der auch das Campinggas in unserer richtigen Größe hat. Wir haben Gas! Kochen! Jetzt gibt es gleich mal Kartoffeln. Es gab zwei, ich habe beide genommen. Passt. Heute ist Kar-Samstag, gibt's das? Also halt der Tag zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Es ist alles voll hier. Alle Leute kaufen ein, shoppen. Wir haben so viel gefilmt jetzt in den letzten Wochen, dass das Video jetzt zur Osterzeit so spät hinauskommen wird. Also ich weiß jetzt schon, dass ich beim Schneiden. Das ist wahrscheinlich schon fast wieder Halloween. Wir haben gerade einen Schlafplatz gefunden, nahe von Bäumen und einem Feld. Und der Mond geht gerade auf und der ist so schön groß. Er ist gerade über den Wolken hervorgekommen. Ja, und es ist Vollmond heute. Das ist echt schön. Was ist? Andreas Kohl. Ja, es ist wieder ganz gemütlich. Was ist draußen? Ein Fernsehabend, ja. Ja, ein Fernsehabend mit Orangen. Und wir haben uns so ein Vollkornbaguette gekauft und Lachs und Philadelphia. Und ja, jetzt gönnen wir uns etwas Leckeres. Wir parken daneben so richtig hohen Bäumen. Und der Wind ist recht stark. Auf der anderen Seite der Bäume. Und bläst diese kleinen Kügelchen da vom Baum. Das ist wahrscheinlich seine Samen. Das hört sich bei uns an wie Regen. Das ist ziemlich schwierig, weil soll nicht regnen in der Nacht. Wir haben aber wieder dieses Außenzelt nicht drauf. Aber man kann halt so schwer auseinanderhalten, ob es nur diese Samen sind oder ob es tröpfelt. Morgen in der Früh scheint die Sonne und wir werden duschen. Sehr schön. Alles gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen und frohe Ostern. Dani wärmt gerade Wasser zum Haarewaschen und bereitet das Frühstück vor. Guten Morgen. Nicht nur zum Haarewaschen, auch zum Duschen. Oh, ja, natürlich. Schaust du. Ganz unten aus. Das dünne Kabel ist der limitierende Faktor. Ja, geht sich aus. Meine Füße unten sind so kalt, weil der Wind unten am Auto durchweht. Bei schönem Wetter trocknen die Jahre so schnell, das ist so schön. Und es sind gerade drauf gekommen, dass wir schon ziemlich in der Nähe vom Ätna sind. Catania ist ja schon in der Nähe vom Ätna, aber wir werden jetzt nochmal Richtung Süden fahren, in einen kleinen Ort in der Nähe von Syrakusa. Ja, klar. Und das ist so eine kleine Insel, auf der eine ganz schöne Altstadt gebaut ist und dort ist auch das Ohr des Dionysos, das wir uns anschauen wollen. Deswegen sind wir jetzt nochmal am Weg Richtung Süden und den Ätna werden wir uns erst morgen oder übermorgen anschauen. Und mit dem Ohr liebe Grüße an Karins Großmutter. Ja. Heute ist Feiertag und deswegen ist der Eintritt gratis. Das ist super. Sonst würde es auch noch 5 € pro junge Person kosten, aber
gratis ist immer das. Das ist das griechische Theater. Ich dachte römisch. Griechisch? Was heißt denn Greco? So, Sicher römisch. Ist schon beeindruckend. ja, das wurde, also es sieht sehr so aus, als wäre das in den Stein gemeißelt worden. Ja, jede Stufe Das ist beeindruckend. so schön rund. Das wird heute immer noch genutzt für Veranstaltungen und sowas. Deswegen sind auch diese Treppen da und ein Teil ist auch schon ausgebessert. Umso länger wir unterwegs sind, umso schwieriger wird es für mich, an so Orten, wo so ganz viele Leute sind, ja, glücklich zu sein und mir das in Ruhe anzuschauen, weil es einfach so ungewohnt ist, wenn wir so ganz lange allein sind. Und dann sind da so viele Leute, die alle Platz brauchen und alle reden. Und ja, finde ich nicht so angenehm, aber manchmal Sightseeing machen ist schon okay. Wow. Wow. Es halt hier so sehr und wenn jetzt zum Beispiel jemand da drüben spricht, dann kann man kein Wort verstehen, weil es so stark halt, dass es schon ganz durcheinander ist. Beeindruckend. Es ist absolut kein regulärer Parkplatz mehr frei in Olgilia, glaube ich. Und deswegen zwängen wir uns da jetzt hinein. Will ich Millimeterarbeit. Passt. Und passt. Nichts berührt, alles gut. Wir haben einen Parkplatz. Auch dafür ist die Geländeuntersetzung gut. Man langsam das Auto manövrieren. Und die Fender ist halt so super, dass man das ganze Auto sieht. Das geht beim normalen Auto auch nicht. Also obwohl er groß ist, ist er trotzdem sehr gut zu parken. Wie wird der Dani aussteigen? Links zugepackt, rechts zugepackt. Es gibt nur noch den Kofferraum. Ich könnte auch übers Dach raus. Es gibt genug. Das letzte Mal Danke sagen ist schon 5 Wochen her und das tut uns so leid, aber in letzter Zeit, weiß ich, kriegen wir gerade nicht alles so auf die Reihe, wie wir wollen. Und wir haben 9 neue Patrons bekommen, das ist vollkommen verrückt. Vielen, vielen Dank und vielen Dank an alle, die noch dabei sind, obwohl es jetzt ein bisschen anders ist. Aber ja, wir bemühen uns. Und ja, jetzt mal Dankeschön an die neuen Patrons. Und zwar Markus, Christopher, Henning, Dag oder Deck, Bergziege, Martin, Michael, Felix, hallo, und Philipp. Vielen, vielen Dank, das ist so cool. Und ja, das sind inzwischen schon ganz schön viele Patrons und das freut uns wirklich extrem. Und dann noch haben wir so eine lange Liste von Leuten, die uns über PayPal unterstützt haben, denen wir noch nicht Danke gesagt haben. Und zwar vielen Dank an Jan, an Mario, an Wolfgang, an Patrick, an Johannes, an Andreas, an Ronny, an Cornelius, an Ingo and to Robert. Thanks. Ja, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.